Interessant. Die Schatten wollen nicht, dass wir telefonieren. Hey Leute! Und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition. Wir sind immer noch auf der Suche nach York, der ja von Thomas entführt worden ist. What's wrong? Something's bothering you. Oh no, it's just... I promised to have tea with Polly. I just remembered. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. But it's... well, she reminds me of my mother who passed away. Kaysen. I've been a salesman for a long, long time. I never had time to talk with my mother, you know. Sales, they were the thing for me. No matter what happened, this was more important. So even when she was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that's when I met her, Polly. I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Right, let's get going. Deputy Willie disapproves of any chit-chat. I'll make it up to Polly some other time, I guess. Polly, ja? Erst Diane, dann auch noch Polly. So, wo ist er denn? Da ist Willi. Na los, Willi. Das ist die Animation, wie sie läuft hier. Ja, jetzt geht's los. Ja, wir laufen los. Ja, der Suche nach York. Was ist los, Willi? Mach weiter. Schon wieder eine Unterbrechung? Da geht es doch im Prinzip nur so ein bisschen um Exposition in diesem Kapitel, oder? Oh, Thomas kommt wieder. Zach, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here. Ist das ein Telefon? Don't you think so, Zach? Ugh. Which reminds me, there's another great cook in town. The falling in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zach. Hat mir auch so gereicht. Es ist interessant, wie auf was für festen Bahnen wir uns seit einigen Kapiteln hier bewegen. Wir haben kaum noch Bewegungsfreiheit. Wir müssen im Prinzip hetzen wir hier von einem Main Objective zum nächsten. Gut, dass wir die ganzen Nebenquests schon erledigt haben. Bis auf die paar, die wir noch nicht erledigen konnten. Die stehen uns dann alle im letzten Kapitel des Spiels zur Verfügung. Ich vermute einfach mal, weil wir da halt die ganzen Nebenquests machen können. 5 Stück sind es, glaube ich. 5 oder 6 Stück, die da noch ausstehen. Vermute ich mal, das letzte Kapitel wird so eine Art Epilog sein. Oder so eine letzte Runde vor der großen Konfrontation. Irgend sowas wird da kommen. Denke ich. Und nun? It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. What do you mean? Me and Diane, we were, you know, pretty close. Sure, some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, "You're so different from Nick. He's so much more intelligent." Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I
can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different. Hard to explain. Of course, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I know, that's fine. Something like that. Let's go then, and catch Diane's killer. Ach ja, so allmählich, mein Gott, hätten wir nicht einfach die Sequenzen hier eine nach der anderen abspielen können? Diese Lauferei geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Aber ich kann schon verstehen, warum sie es so gemacht haben. Wenn sie die Sequenzen eine nach der anderen abspielen, dann fühlt sich der Spieler so ein bisschen außen vor und ich darf ja sowieso nichts und boah, interessiert mich nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr zugucken, was weiß ich. Aber wenn wir zwischendurch hier immer hinter Willi hinterherrennen wollen, dann holt das Spiel den Spieler ja wieder mit an Bord und sagt, hier guck, du kannst auch was machen, bevor wir die nächste Portion der Geschichte erzählen. Also es ist schon... Es ändert allerdings nichts daran, dass es mir allmählich trotzdem noch ein bisschen auf den Sack geht. Allmählich könnten wir mal ans Ziel kommen. Zach, about Emily. Was denn jetzt schon wieder? Don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman before. No, I'm wrong. It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zach? Anyways, I was very surprised when she came to my hotel room. Not in a funny way, don't get me wrong. It was really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate during an investigation, right, Zach? Ja. Ich wette, wir laufen jetzt weiter. Das ist für euch auch nochmal was anderes, weil ihr guckt ja sowieso nur die ganze Zeit zu, aber... Ich glaube, so allmählich bin ich auch so ein bisschen ausgelaugt. Ich spiele dieses Spiel jetzt heute hier seit, ich weiß nicht wie vielen Stunden. 5, 6, gut, da waren dann immer mal Unterbrechungen drin, ne? Also 5, 6 Stunden tatsächliche Spielzeit, meine ich damit. Seit, Gott, was war denn das erste, was ich heute aufgenommen habe? Was war das erste, was ich heute aufgenommen habe? Das war... Ja, ab der Folge, wo Thomas verschwunden ist. Also die Folge, wo am Ende da Nick unten in seiner Zelle Stress macht und Thomas weg war, das war die letzte von der letzten Aufnahme. Und alles seitdem mache ich hier mehr oder weniger mit Marathon. Ich habe mich zwischendurch, war eine kurze Pause, was heißt kurz, so 2 Stündchen oder so. Da haben wir auch so ein bisschen Cocktails geschlürft, habe ich ja schon erzählt. Dann habe ich mir zwischendurch irgendwann nochmal was zu essen gemacht, aber ansonsten... Es macht sich natürlich irgendwann auch bemerkbar. Aber ich will jetzt wissen, wie es hier zu Ende geht. Ich ziehe das jetzt durch. Are you close to the Ingrams? No. I mean, well, I always say hi when I see them at their store. Don't you think they make a wonderful family? I guess so. Including Jim, I suppose they do. Indeed they do. The ideal family, I'd say. You know that I look after Isaac and Isaiah pretty often, right? They talk a lot when I take them out. Yesterday, Mama and Papa, and this morning, Grandpa, always about their family. Just listening to them makes me feel so happy. I don't have any brothers, you know. Maybe I'm a little jealous of those two. That's why when I come here, I always pay them a visit. Greenvale is really like a second home to me. I can tell. Deputy Willie's calling again. Enough about me. Let's get going.
Und noch ein Ladebildschirm. Ich schätze mal, wir springen jetzt wieder zurück zu York, der sich so ein paar Gedanken über Emily macht. Und klar, was sonst? For some reason in the darkness, you see Emily's face. When I first met her on the bridge, she looked so dignified. And that glimmer in her eyes when she argues every word I say. Her blonde hair lit by the dawn. Eating steak at the diner. Giving me directions in the car. Horror on her face in the gallery. And that coffee she made. And it's like she's a goddess in a tight dress. Zach, let's pray that she doesn't become a real goddess. Je mehr die jetzt diese Beziehung zwischen den beiden aufbauen, desto unguter wird mein Gefühl so ein bisschen. Aber hier diese Geräusche da im Hintergrund, das sind doch eindeutig irgendwelche Zahnräder, irgendeine Maschine, die sich da bewegt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es regnet. Und ich bin fest davon überzeugt, dass York im Uhrenturm ist. Wir sind doch auch auf dem Weg zum Gemeindezentrum jetzt, oder nicht? Das ist doch hier die Straße, ne? Ja. Es hat angefangen zu regnen. Das ist natürlich kein gutes Zeichen in Greenway. Und mit ziemlicher Sicherheit ist das auch geskriptet. Ich glaube nicht, dass... weil 10:52 Uhr ist keine Zeit, wo normalerweise das Spiel das Wetter umstellt. Das ist ja irgendwann im Bereich 14, 15 Uhr. Alles sehr unheilvoll, sehr stimmungsvoll, sehr ominös. Der Raincoat Killer wartet auf uns. Zeit, den Fall zu beenden. Oder wenigstens der Anfang vom Ende. Da ist der Glockenturm. Da sieht man ihn. Da. Willie, York is nearby? Good job, Willie. Can we stop running now, please? Ja, natürlich. Komme. Ist die Folge schon wieder bald vorbei, ne? Das könnte noch sehr interessant werden. Ob wir auf Thomas treffen? Mal gucken. Hey, so we took the long route here. You weren't playing with us, were you? George, we found out where York is. George? George! Kaysen, I'm going in alone. Hey, you didn't forget what George said. No, I haven't. And that's why you get to stay out here and keep trying to contact him. I'm just going to check things out. I'll stay out of danger. Trust me. Okay, if you say so. I'll take care of this here. Ist natürlich, dass es ausgerechnet Emily jetzt da reingeht, auf die Thomas ja so krankhaft fixiert ist. Wahrscheinlich, weil er befürchtet, dass sie ihm George ausspannt. Wir wissen ja, dass George mal an Emily interessiert war. Und wir wissen, dass Thomas ja definitiv an George interessiert ist. Eine Albtraumsequenz mit Emily? Oder was wird das jetzt? York ist also nicht der Einzige, der die Schatten wahrnimmt, ja? Aber diese Reaktion zeigt mir, dass Emily sowas definitiv noch nicht durchgemacht hat. Aber interessant. Freeze! Ja, natürlich. Stop right there! Stop! Emily, schieß! Die hört auf mich. Gute Frau. Aber schieß nochmal, bitte. What the hell? Okay, ich würde sagen, jetzt wird's interessant.
keine Albtraumsequenz mit Emily. Aber Thomas ist wieder da. Ich hatte mich schon gefreut, jetzt Emily zu spielen. Emily is here. Time to say goodbye then. Thomas, let me tell you one more time. It's not too late. I can help you. Just untie me and let me go. If you don't, the situation will be irreversible, unfixable. York, no situation is reversible. Didn't you know that? Everyone, everything proceeds along a path preordained by fate. Goodbye then. I wonder who'll be the next person to open this door. Well, whoever that person is will be the one to decide your fate. Thomas. Zach, what was I supposed to say? All I can do now is wait. Ah, darf doch Emily spielen. Ist aber eine gute Waffe, die sie da hat. Echt, wie cool ist das denn bitte, dass wir jetzt hier als Emily spielen? Oh, hi. Au! Emily auch was zu heilen? Haben wir ein Inventar? Ja, aber nur ein bisschen. Na gut. Das heißt, ich muss nur ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Was war das eben? Hing da eben... Es sah nur so aus, ne? Als ob da unten irgendwas hing. Na, hier geht es ja wahrscheinlich nur stupide nach oben, ne? Wird nicht so lang sein, dieser Dungeon. Uah. Was ist das für Munition? Automatikkugeln. Heißt das, Emily kriegt noch eine andere Waffe? Oder was soll uns das bringen? Ich finde das, ich find das super geil, gerade dass Emily spielbar ist. Ui. Und sie verdient sogar das gleiche Geld wie ein FBI-Agent. Für das Töten der Monster hier. Bleib da hinten, du Sack. Wie hoch ist dieser Turm? Ih, der hat eine Shotgun. So. Oh. Wieso bist du mir denn schon so nahe gekommen hier? Das könnte wehtun. Ja. Das ist mir in dem Moment klar geworden, in dem ich geschossen habe, dass das jetzt keine gute Idee war. Müssen wir vielleicht doch mal heilen. Heilen, habe ich gesagt. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir sind fast oben. Das war Deadly Premonition für heute. Das nächste Mal werden wir hoffentlich mit Emilys Hilfe York aus den Klauen des teuflischen Thomas befreien. Bis dann.